Heute rede ich über Kyle Rayner, beziehungsweise Green Lantern Kyle Rayner, ja, wer das nicht kennt, aus dem Bereich der Comics. Und zwar hat nichts mit diesem Film zu tun, den sogar Fans nicht so toll fanden. Muss ich ehrlich sagen, weil er hat eigentlich auch ein bisschen die Geschichte durcheinander gebracht, hat ein paar Sachen reingebracht, wo andere Leute, die sich nicht damit auskennen mit dem Universum von Green Lantern, ja, es ist ein ganz eigenes Universum sozusagen, innerhalb des DC-Universums, die Filme, die Comics gemacht haben und dann ein paar Filme machen wollten, ja, die sich damit halt nicht so auskennen. Ja? Wurde das versucht, einen Film zu machen, der ein bisschen Action reinbringt, wie von den Comics, aber ein bisschen abgespeckte Geschichten, von allem so ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen gemurkst von den Geschichten her, so ein bisschen vereinfacht für die nicht so viel Ahnung und nicht so viel Zeit investieren wollen. Ähm, so vielleicht ein bisschen so haarscharf an der Zielgruppe vorbei und haarscharf an einer möglichen anderen Zielgruppe vorbei. Aber knapp vorbei ist trotzdem daneben. Aber egal. Es geht nicht um diesen Film. Und ich bin auch kein totaler Fan und auch kein totaler Gegner des Films. Ich sehe das ein bisschen dedizierter. Mir geht es um Fans, die vielleicht mitfühlen können mit Kyle Rayner, die Green Lantern Fans. Oder Leute, die es interessiert, wer ist eigentlich Kyle Rayner? Warum war er da? Warum war er eine Green Lantern? Ja, und solche Sachen. Und zwar aber auch bei den Kyle Rayner Fans, die nicht erst seit gestern oder 5 Jahren Fans sind, sondern schon seit den 90ern. Ja. Ich wuchs auf mit Kyle Rayner als der Held. Er war die Green Lantern geworden in meiner Jugend und Kindheit. Von meiner Kindheit kenne ich eigentlich noch Hal Jordan. Wenn man jetzt nachrecherchiert, Hal Jordan war von Oktober 59 die Green Lantern bis 94. Ja, von 59 bis 94. Ja, das ist ein langer Zeitraum. Wahrscheinlich hat man damals gedacht, so von wegen, wir bringen mal einen neuen Charakter rein, wir machen jetzt Hal Jordan ein bisschen wahnsinnig. Ja, und dann kommt Kyle Rayner. Ja, Kyle Rayner ist unsere neue Green Lantern, wunderbar, tolle Figur, neu, super. Ja, ich meine, ich persönlich konnte mit Kyle Rayner ein bisschen mitfühlen. Der war kein absoluter Draufgänger, hat immer ein bisschen überlegt, was er macht, hat immer ein bisschen gehadert mit sich selbst, war ein Denker, war ein bisschen artistisch veranlagt. Ja, ich meine, klar, er war Grafikdesigner. Ja. Und wie es eigentlich dazu kam, das wollte ich noch erklären. Also, Hal Jordan, ja, von Oktober 59 bis 94, ich glaube April war es, war er die Nummer 1 Green Lantern, dann ist er wahnsinnig geworden. Und zwar ein großes Ereignis fand statt. Coast City, seine Heimatstadt. Vergleichbar mit Los Angeles oder New York, an der Küste, irgendwo in Amerika gelegen, eine fiktive Stadt. Coast City wurde zerstört, ausradiert, ausgemerzt. Millionen Leute lebten angeblich da, in dieser Stadt. Ist ziemlich groß. Alle seine Freunde, Bekannte, Verwandte, alle waren wirklich tot, ausradiert. Ja, und irgendwann ist er wahnsinnig geworden. Weil, man muss sich das so vorstellen, man ist sowas wie ein Cop im Weltraum. Ja? Man hat so einen Ring, mit dem kann man mächtige Sachen machen. Ja? Man darf aber seine Emotionen nicht hochkochen lassen, man muss das alles ausfüllen, man muss einfach nur da sein für die Wächter. Und zwar sind die Wächter Abermillionen bzw. Milliarden Jahre alt und haben sich irgendwann einfallen lassen, so von denen, ja, wir brauchen eine Polizei für den Weltraum, ja, und die dürfen sich nicht von Emotionen leiten lassen. Wir hatten schon Roboter versucht, aber das waren Fehlfunktionen und das war ein Fehlschuss. Diese Manhunter sind ja auch ein bisschen kaputt gewesen in ihrer Technik und das ist das übliche Klischee mit Maschinen und Computer. Wenn ein Computer, eine Maschine vor die Aufgabe geführt wird, schütze das Leben vor sich selbst. Ja? Schütze das gute Leben vor Verbrechern und sonstiges und versuche Ordnung zu schaffen, kommt es irgendwann am Ende der Gleichung dazu zu sagen, okay, das Universum und die Lebewesen von Universum
kann ich eigentlich nur schützen, indem ich die Humanoide, die Waffen bauen, Kriegsgeräte, Kriegsschiffe und sonstiges und mit sonstigen perversen Gedanken die ganze Weltraum tyrannisieren, alles kaputt machen, wenn ich die ausmerze, dann haben wir Ruhe. Ja? Und das war halt auch bei den Manhuntern so. Das hat nicht funktioniert. Die Guardians, die haben gesagt, okay, wir müssen dann andere Humanoide nehmen, um die Humanoide zu schützen. Unsere Weltpolizei wird dann mit der Kraft, der Willenskraft ausgestattet, mit den Ringen. Die haben Willenskraft, ja? Also Kraft des Willens. Ja? Mit der Kraft des Willens kann man durch den Ring Sachen projizieren, wie sagt man auch, Sachen erschaffen, ja? Aus Licht, aus grünem Licht und Wege finden, um Verbrecher zu stoppen, Sachen zu verändern, zu verbessern und. Man kann da ganze Konstrukte bauen, wo man als Schiff jemanden quasi übers Meer schippern kann oder quer durch den Weltraum fegen kann oder sonstiges. Also was derjenige, der den Ring hat, sich vorstellen kann, das könnte in Kraft treten. Ja? Halt nur durch Konstrukte und sonst was. Green Lantern könnte sich selbst die Kräfte von Superman geben, rein theoretisch. Ja? Indem er sagt, er möchte durch den Ring so schnell sein wie Superman, so viel fliegen können wie Superman, im Weltraum natürlich geschützt sein durch den Ring und vielleicht so eine Art Brille sich machen, dass er dann auch so Feuerlanzen aus den Augen stechen kann. Ja. Sowas in der Art. Hal Jordan war der erste Erdenbewohner, der jemals eine Green Lantern wurde. Vergiss mir jetzt Evan Sur. Entschuldigung. Vergiss mir jetzt Alan Scott. Diese erste Green Lantern, die anfällig gegen Holz war und sowas alles. Ich meine, die Insider kennen sich aus. Ja? Das war die von der Golden Age, die Green Lantern. Die vergessen wir jetzt mal. Hal Jordan war von der Weltraumpolizei die erste Green Lantern von der Erde. Und zwar die Guardians vorneweg und alle anderen Green Lantern hatten gedacht, es ist eine schlechte Idee, einen Erdenbewohner zu einer Green Lantern zu machen. Aber die Ringe, die suchen sich selbst den nächsten. Und zwar, das Universum ist aufgeteilt in 3600 Abschnitte. Also das ganze Universum, nicht nur eine Galaxie. Das ganze Universum mit allen Galaxien drin. Ja? Und in jedem Abschnitt von den 3600 gibt es eine Green Lantern. Also ursprünglich. Mittlerweile sind es, glaube ich, 2. Und wenn die stirbt, wie Evan Sur damals, sucht der Ring, in dem Fall der Ring von Evan Sur, sich seinen neuen Träger. Und zwar den Träger, der die meiste Willenskraft beherrscht, der die meiste Kraft des Willens beherrscht, etwas zu vollziehen, seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Das wurde Hal Jordan, 59, wie gesagt, ist dann wahnsinnig geworden, 94. Coast City zerstört, oh mein Gott. Ja. Die Guardians haben natürlich alle möglichen Green Lanterns ihn auf den Weg geschickt, um ihn zu stoppen, seine Freunde sogar und so, aber naja, er war, wie man in Englisch sagt, schon too far gone, ja, zu weit weg. Also, was haben sich die Guardians nur dabei gedacht? Ja? Und zu allem Überfluss hatten sie Sinestro geschickt. Sinestro war ein ehemaliger Green Lantern, eigentlich ein Mentor ursprünglich von Hal Jordan, der die Sachen so ähnlich gesehen hat wie die Hal Jordan, aber durch die Guardians von einer anderen Galaxie, das würde jetzt zu weit führen, er hat sich irgendwann einen gelben Ring gemacht und ist der Anführer des gelben Korps geworden. Ne? Und hat andere noch mit gelben Ringen ausgestattet. Und zwar gelb ist immer die Farbe der Furcht gewesen. Ne? Ja, der war inhaftiert von den Guardians und wurde Hal Jordan in den Weg gesetzt. Insgeheim hat sich jeder schon drauf gefreut. Diese Konfrontation hat nie stattgefunden zwischen Hal Jordan und Sinestro. Es gab einen Kampf auf Leben und Tod. Und Hal Jordan hat gewonnen. Also das, was sich eigentlich jeder Green Lantern-Fan gewünscht hätte. Nur in einem ganz anderen Kontext, weil da war Hal Jordan nicht, oh, Hal Jordan, ich besieg dich, Sinestro, sondern es war, Hal Jordan, ich bin wahnsinnig. Ja. Okay. Letzten Endes hat er sich sogar die Zentralbatterie eingeleibt und die Power aller Ringe genutzt. Ein Cover zeigt ihm, wie er alle Ringe an den Händen hält von allen Gegnern
Gut, ich habe jetzt nicht so viele grüne Ringe. Und der gelbe steht für Sinestro. Dann hat er im Endeffekt mehr oder weniger alle getötet, alle Green Lanterns, die sich zumindest ihm in den Weg gestellt haben, auch von verschiedenen Sektionen des Weltraums, die dort auf Oa waren, auf dem Heimatplaneten der Guardians. Da war auch die Zentralbatterie, die alle schöne Ringe gespeist hatte mit ihrer Energie. Diese Zentralbatterie hatte sich einverleibt und ganz am Ende, als der Rauch sich langsam gelegt hatte, kam dann Gantet, die letzte Überlebende, der letzte überlebende Wächter, die letzte überlebende Entität der aber Milliarden Jahre alten Wächter und hat einen neuen Ring geformt. Diesen Ring gab er komischerweise wieder einen Erdenbewohner. Ja? Erdenbewohner. Puh, die können mit Ringen umgehen. Ja. In einer Gasse auf der Erde fand er Kyle Rayner und gab ihm den Ring mit den feierlichen Worten: Du wirst genügen müssen. Ernsthaft? Du wirst genügen müssen? Naja, egal. Von da an hat man eigentlich ziemlich viel von Kyle Rayner gelesen. Kyle Rayner wusste nichts über das Corps, über das Green Lantern Corps, ja, diese Vereinigung dieser internationalen Polizei, intergalaktischen Polizei, wollte ich eher sagen. Aber Kyle Rayner wuchs so ein bisschen in die Figur hinein. Man hat aber immer das Gefühl gehabt, die Leute wollten zu viel mit Kyle Rayner anstellen und hatten keinen richtigen roten Faden. Es sind zu viele Ungereimtheiten aufgetaucht, zu viele komische Storylines, zum Teil auch sehr gute Sachen, zum Beispiel, dass Kyle Rayner durch sein Unterbewusstsein andere Sachen gemacht hat, wahres Leben hat er erschaffen durch sein Unterbewusstsein als Gegner, gegen die er gekämpft hat und am Ende realisiert hat, Moment mal, das ist ja nur ein Teil, ein Aspekt meines Lebens, meiner Gedanken, wo ich schon nachts geträumt habe über solche Sachen. Ja. Das würde aber jetzt alles zu weit führen. Also ich fand Kyle Rayner halt sehr interessant, auch die Stories und so. Vor allen Dingen dann fand ich es richtig mega hammer, super geil, als er Ion wurde, Ion. Und mit dieser Kraft von Ion, dieser gottgleichen Kraft, die hat er dann geopfert, sein gottähnliches Dasein hat er dazu geopfert, weggegeben dafür, dass er alle Wächter wieder hervorbringen konnte. Alle Wächter, die jemals gelebt hatten und von Hal Jordan getötet worden sind, im Endeffekt, ja, hat er wieder ins Leben gebracht. Und durch ihn allein als Ion in der Situation kam das Green Lantern Corps wieder und die Wächter hatten wieder einiges bewegt und es kam alles wieder. Und dann das traurige Abschied von Kyle Rayner eigentlich so am Ende, fand ich jetzt als Kyle Rayner Fan. Weil, wie gesagt, Kyle Rayner war von meiner Jugend her die Green Lantern, die Figur von Green Lantern überhaupt. Ja, ich habe ihn gemocht irgendwie. Und der traurige Abschied war dann halt auf einmal, ja, Hal Jordan, er kann wiedergeholt werden. Er ist der Spectre und seine Seele ist im Spectre drin. Und er kann jetzt wiedergeholt werden, ja. Wir schreiben das Jahr 2004. Seit 94, also 10 Jahre, ist Kyle Rayner die Green Lantern. Aber jetzt auf einmal kann Hal Jordan wiedergeholt werden. Yippie! Okay. Und ja, er wurde wiedergeholt, zum Glück auch Kilowog, weil Kilowog mag ich auch, das ist super, super Typ. Ich meine, ich mag auch Hal Jordan, ja. Aber gut, Hal Jordan ist wahnsinnig geworden. Und dann haben sie alles erklärt, so von wegen, diese Unreinheit, diese gelbe Unreinheit in den grünen Ringen durch die Zentralbatterie war ja auch, weil Parallax eine gelbe Figur der Angst inhaftiert war in dieser Zentralbatterie und deswegen gab es die gelbe Unreinheit der Ringe. Fans werden sich auskennen, andere Leute werden jetzt sagen, hä? Gelbe Unreinheit? Aber ja, das gab's. Also gegen alles, was gelb war, waren die grünen Ringe nicht so gut, sagen wir mal. Das führte auf Parallax zurück. Und dann wurde auf einmal gesagt, dass
Hal Jordan eigentlich gar nicht wahnsinnig war. Es war einfach nur Parallax, hat sich seine ermächtigt. Und weil er gerade nur schwach war, weil Coast City zerstört wurde, hat Parallax die Chance gehabt, sich seiner zu ermächtigen. Ja, ja, und Iron war dann auch nicht mehr Kyle Rayner, keine Superkraft mehr in Kyle Rayner, also keine Superenergie mehr. Iron war dann wie Parallax ein Symbiont, ein Schmarotzer, kann man sagen, irgend so eine komische Wesenheit, geistige Wesenheit, die sich in den Körper einverleibt und den Körper benutzt. Von Hal Jordan wurde Parallax, also ja, Parallax hat Hal Jordan benutzt. Parallax ist in den Körper von Hal Jordan und Iron ist im Körper von Kyle Rayner. Auf einmal war es dann umgekehrt. In Kyle Rayner wurde Parallax reingesetzt, nur wahrscheinlich um zu verdeutlichen, dass es auch Kyle Rayner passieren kann. Und Hal Jordan hat dann irgendwann auch mal Iron, glaube ich, kurz abbekommen oder so. Das war dann so ein Turning Point bei mir. Da kam ich als Fan, war dann irgendwann die Luft raus, sag ich mal. Es war mir irgendwie ein bisschen zu obskur, so abgefahren, also abgedriftet vielleicht. Ich bin dann erst irgendwann wieder zurückgekommen zu den Green Lantern Geschichten, als ich von der Blackest Night gehört habe. Von diesem Mega-Ereignis und von den vielen Farben. Nicht nur grün, nicht nur gelb, rot, blau und so weiter und so fort. Super. Mega-Event, Blackest Night auf einmal. Ja, und dann Brightest Day danach. Und Kyle Rayner, fand ich, wurde aufgegriffen weiterhin als eine Figur, die versucht hat, jedes emotionale Spektrum zu beherrschen und wurde irgendwann eine Wild Lantern. Das fand ich wiederum gut. Und er war aber Ehrenlantern, so von wegen, ja, eigentlich haben wir schon alle 3600 Lanterns, alle Green Lanterns, die wir brauchen und so. Und, oh gut, ich meine, in der dunkelsten Stunde, als es fast keine Wächter mehr gab und kein Green Lantern Corps, warst du unser Fackelträger. Du sollst auch weiterhin unser Fackelträger sein. Du bist unser Ehrenlantern. Ehrenlantern auf Lebenszeit. Ja. Das ist sowas wie ein Fußballsieger der Herzen. Hast zwar den 3. Platz gemacht, aber Junge, wir sind stolz auf dich. Ja, also war ein bisschen komisch. Finde ich aber gut, dass er dann halt wenigstens White Lantern geworden ist und jetzt bei den Hal Jordan und das Green Lantern Corps immer noch eine Rolle spielt. Wie sind eure Meinungen zu Kyle Rayner und zu dem Wahnsinnigwerden von Hal Jordan? Übrigens, super Titelbild damals. Eure Meinung in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen hoch da, bitte. Teilt es und teilt es. Sagt es jedem, der es kennt, der Comics kennt, der Comics nicht kennt, der Green Lantern kennt und nicht kennt und überhaupt alles. Ja. Und ja, wir sehen uns. Ciao.